Hallo Sternfreunde, willkommen zum nächsten Teil. Heute mal was relativ unkompliziertes. Einmal wollen wir die Umlenkrolle hier abmachen und einmal den Riemenspanner. Umlenkrolle, total einfach. Ihr nehmt ein, was haben wir da? So, da E12, da einmal rein. Ratsche. Das Ding ist schon lose. Raus. So. So, das ist die Umlenkrolle. Nichts Besonderes. Also von daher ganz simpel. E12 abschrauben und schon kann die getauscht werden. So, dann kommen wir einmal zum Riemenspanner. Mal ein bisschen weiter nach unten. So, genau, dann sehen wir da doch besser. So, eigentlich auch eine ganz simple Nummer. Die Schraube muss gelöst werden. Das Problem ist aber, normalerweise sitzt hier der Kompressor davor und ihr habt dann nicht wirklich die Möglichkeit, an die Schraube ranzukommen. Von daher Empfehlung, wenn irgendwas am Kompressor gemacht wird oder der draußen ist, tauscht das Ding, neue Schraube mit rein und dann war's das. So, da brauchen wir eine, sehen wir, E14. Klack, passt da drauf. So, mal sehen, ob wir mit der Ratsche da rankommen. So, sitzt. Ui. Fest. So, nach fest kommt ab. Ich hole mir eine Verlängerung und dann geht es gleich weiter. Weiter geht's. So, Verlängerung ist drauf. Ich habe immer so ein Rohr da und dann mal gucken. Zack. So, dass das nicht runterfällt. So, guck mal, und der ist schon locker hier. So, dann haben wir unseren kleinen Scheißer. So, der ist er. Und steht hier drauf. Ja, mache ich gleich sauber, zeige ich euch die Nummer. Und so, hier nochmal wichtig, das Ding. Damit könnt ihr den Spanner spannen oder entspannen. Relativ groß das Ding, 60er Torx kommt da rein. Ne? Sieht 60er. Ne? Und damit könnt ihr dann, hier ist ja eine Feder hinten dran, damit könnt ihr die dann spannen oder entspannen. Wenn der Original kommt, hat er sogar hier noch so einen Stift mit drin. Hier kann man den arretieren. So, jetzt seht ihr das. So, da. Und sehen wir das hier. Da ist auch so ein kleines Loch, dann kann man den arretieren und dann bleibt er in einer Stellung. So, wir gucken da mal rein. So. Große Fahrt mit euch. So, komm, was los? Zack. So, gehen wir mal hier in die Position. Da, schaut mal. Da sitzt er drin.
Na, hier unten ein Klimakompressor. Wie wir sehen, wir stehen immer noch auf OT. Da waren wir auch noch nicht bei. Kommt auch noch Stück für Stück. So, hier hinten nochmal das von der hinteren Seite. Da kommt die Schraube dann rein. Ja, das war's. Wir sehen uns gleich in der Werkstatt wieder. Gucken wir uns den Spanner noch mal ein bisschen genauer an, macht den sauber und gibt es auch die Nummern dafür. Die neue Schraube zeige ich euch. Ja, bis gleich. Hier wieder in der Werkstatt. So, ein klein wenig sauber gemacht das Ding. Zack. So, so sieht er jetzt aus. Wie gesagt, die kann man hier auch noch abschrauben, aber ich habe den Schlüssel jetzt nicht da. Muss ich mal gucken nochmal. Ja, wie gesagt, hier 60er Torx, damit ihr das Ding spannen könnt, beziehungsweise wenn ihr den Riemen wechselt, dann passt ihr da rein, Ratsche dran und dann könnt ihr das Ding spannen, entspannen, wie ihr das möchtet. Wenn ihr das Ding wechselt, guck mal, hier sind auch schon so komische Ablagerungen und alles. Ja. Funktioniert zwar noch, aber der wird trotzdem ausgetauscht. Ja, hier die fette Feder. So, dann die Nummer. So, A271 200 0270. Ich meine, und bei kostet der, weiß nicht, 50, 60, 70 Euro, so in dem Dreh. Gibt es auch von, ich meine von Conti, gibt es glaube ich auch einen ganzen Satz mit Spanner, Umlenkrolle, Riemen und den ganzen Kladderadatsch. Ja, so, hier die Umlenkrolle, ja. Kommt auch neu, wie gesagt. Keine wilde Reparatur. An sich 2 Schrauben lösen, dann ist das Thema hier gegessen. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Teil. Bis dahin, viel Spaß, tschüss.